So, hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video soll es um die Taktung vom Mono- oder vom Duo-Ventil gehen. Auf dem Kanal gab es jetzt insgesamt schon 3 Videos, die sich mit diesem Ventil beschäftigt haben. Einmal den Ausbau von dem Ventil an sich, die Prüfung am Netzteil, ob es überhaupt noch schellt im ausgebauten Zustand. Dann im nächsten Video haben wir die Membran innen drin im Ventil selber ausgetauscht mit dem Reparatursatz. Das, was zu 95% an den Fahrzeugen im Laufe der Zeit einfach kaputt geht. Diese Magnetmembran auf der Welle, die reißt dann irgendwann von dem die ganze Zeit auf und zu machen von dem Ventil. Das haben wir gewechselt in einem Video. Und dann noch haben wir in Verbindung mit diesem Ventil im Innenraum den inneren Temperaturfühler uns mal angeschaut und haben da eine neue NTC oben drauf gelötet, damit die richtige Temperatur dann auch angesteuert werden kann über diesen Innentemperaturmessfühler im Cockpit selber. Die Infokarte zu den 3 Videos, die blende ich euch ein und zum Schluss im Abspann zeige ich euch dann nochmal die Infokarte, dann könnt ihr euch die Videos dann auch noch anschauen. Und in diesem Video soll es im eingebauten Zustand gehen, wie ich mir die Taktung von diesem Ventil anzeigen lassen kann. Und dazu habe ich so ein kleines Gerät gebaut. Den Schaltplan zu diesem Gerät blende ich euch zum Schluss noch ein. Und mit diesem Gerät kann ich mir sehr einfach die Ansteuerung von diesem Ventil erstmal anzeigen lassen. Und wie das genau funktioniert, das machen wir direkt nach dem Intro. So, mein kleines Prüfgerät ist jetzt angeschlossen. Es steckt jetzt zwischen Stecker und Ventil. Die Zündung ist an und das Temperaturwählrad steht jetzt auf Min. Es muss Strom fließen, weil das Ventil jetzt zumachen muss, damit kein Warmwasseraustausch stattfindet im Ventil selber. Und das zeigt mir jetzt das Gerät, die 2 LEDs, somit an, dass jetzt Strom auf dem Ventil ist und so muss es auch sein. Aber machen wir das Schritt für Schritt, den Anschluss von diesem Gerät hier am Ventil selber und dann fahren wir dann in die jeweiligen Prüfbereiche, wenn die Regeltemperatur erreicht ist und lasst uns das am Gerät, wie das Ventil taktet, auch ganz genau anzeigen. So, wie mache ich den Anschluss an meine Monoventil? Ich habe hier einmal den Zugang zum Ventil, den schließe ich hier an über den Stecker und jetzt in meinem Fall ist der hintere Pin, die hintere Buchse ist Plus hier gekennzeichnet mit schwarz-rot und der vordere ist Minus gekennzeichnet mit braun-weiß. Ich stecke meinen Plus-Anschluss in die hintere Buchse rein vom Stecker und den Minus in den vorderen. Jetzt habe ich die eine Seite mal angeschlossen und hier fahre ich wieder aus meinem Prüfgerät raus, wieder an den hinteren Pin in dem Fall mit Plus und an den vorderen mit Minus. So, und wenn ich jetzt meine Zündung mal einschalte und wieder komplett das Wählrad, das Temperaturwählrad auf Minus stelle, komplett, also auf kalt, müsste das Gerät anfangen zu leuchten. Es liegt Dauerstrom an, er verschließt das Ventil, er macht komplett zu und das prüfen wir jetzt mal geschwind, ob wir die Anschlüsse so richtig gewählt haben und ob das dann überhaupt, wenn wir es nachher prüfen, dann überhaupt funktioniert. So, die beiden LEDs leuchtet dauerhaft. Ich kann jetzt hier den Ton noch reinstellen, weil ich einen kleinen Lautsprecher reingemacht habe und kann mir das akustisch dann auch noch anzeigen lassen, dass jetzt das Ganze geschaltet wird. Wenn ich vorne drin sitze und das Temperaturwählrad drehe, ist das nicht schlecht und ich sehe die LEDs vom Cockpit aus nicht. Wie gesagt, kann ich hier noch einen Ton einstellen und dann weiß ich, dass das Ganze funktioniert. So, um mir das Ganze jetzt anzeigen zu lassen, dass das in dem jeweiligen eingestellten Temperaturradius, in der eingestellten Temperaturrange dann auch, was sich meistens so zwischen 2 und 4 Grad Toleranz bewegt, dann auch richtig geschaltet wird und funktioniert. Dazu muss ich den Motor anlassen und dann kann ich die Temperatur wählen in meinem Temperaturwählrad und wenn dann die Regeltemperatur erreicht ist, müsste dann dieses Ventil schalten und das zeigt mir eben dieses Gerät dann an auf
das Richtige dann auch an dem Ventil ankommt. So, man schaltet den Ton ein, dass wir das dann auch hören, und jetzt gehen wir ins Fahrzeug. Man hört es jetzt schon piepsen, wir haben jetzt hier die Zündung wieder angemacht, das Temperaturwählrad ist jetzt auf Min, und wenn ich jetzt hochschalte, macht er jetzt schon auf, das heißt, das Ventil ist jetzt stromlos und würde jetzt quasi aufmachen. Und jetzt schalten wir den Motor an und schaut, ob es dann in der jeweiligen Temperatur auch regelt. So, wir haben jetzt die Temperatur so circa auf 22 Grad hier eingestellt. Man hört jetzt nichts piepsen, wir gehen jetzt wieder raus zu unserem Messgerät, zu unserem Prüfgerät, und schauen dann, bei welcher Temperatur vom Motor es anfängt dann quasi zu regeln. So, ich musste jetzt den kleinen Tipp nachvertonen, weil natürlich durch das Geräusch vom Motor mich mal wahnsinnig schlecht versteht. Man sieht es aber schön, durch die eingestellte Temperatur von 22 Grad hat jetzt der Motor noch nicht ganz die Betriebstemperatur erreicht, aber wenn wir es relativ gering eingestellt haben auf 22 Grad, fängt jetzt im Regelbereich das Ventil an zu takten, und das sieht man jetzt sehr schön am Messgerät durch das Aufleuchten der LEDs und den Piepton, was das Prüfgerät quasi von sich gibt. Das Ventil taktet jetzt so lange, bis die Temperatur erreicht ist. Das gibt dann auch der Innentemperaturfühler dann weiter an das Steuergerät und hört dann wieder auf und lässt dann quasi das Ventil wieder verschließen, wenn es geht. Und dann, wenn man eine höhere Temperatur einstellt und die Betriebstemperatur vom Motor dann den Regelbereich erreicht hat, taktet das Ventil dann wieder, und das kann man eben sehr schön an diesem Prüfgerät erkennen. So, man hört jetzt den Prüfton, wie das Ventil taktet jetzt. Es macht jetzt immer wieder auf und zu, bis die gewählte Temperatur erreicht ist. Und wenn ich jetzt höher gehe, hört es dann wieder auf, bis die Regeltemperatur erreicht ist und das Ventil dann wieder schalten kann. Und wenn ich jetzt wieder runter gehe, komme ich wieder, jetzt hört man es wieder piepsen, komme ich wieder in den Regelbereich. So, natürlich kann ich mir die Taktung auch mit dem ganz normalen Multimeter anzeigen lassen, vorzugsweise ein analoges Multimeter. Dazu muss ich ganz einfach meine Messleitungen hier abziehen und schließe dann jeweils immer Plus und Minus zusammen auf eine Leitung hier an meinem Multimeter, so dass ich einmal die Verbindung vom Stecker zusammen habe zum Ventil hin, jeweils auf Plus und Minus, und so kann ich mir das auch anzeigen lassen. Ich kann mir jetzt einmal wieder die 12 Volt, die hier am Ventil anliegen, einmal anzeigen lassen, wenn ich den richtigen Messbereich eingestellt habe. Jetzt mache ich die Zündung an, dann schauen wir uns das an, und dann natürlich auch die Taktung durch den Ausschlag von dem Zeiger am Messgerät. So, die Zündung ist jetzt an. Ich habe jetzt hier die untere Skala zählt jetzt in meinem Fall, weil ich es so eingestellt habe, meine 12 Volt hier anliegen. Zündung ist an. Der Temperaturwähler ist jetzt bei Min. So, jetzt machen wir den Motor wieder an und schaut, auf das dann genauso taktet, beziehungsweise das Messgerät das Ganze dann so anzeigen kann. So, man sieht es wieder sehr schön,
Das Ventil hat den Regelbereich erreicht, das Fahrzeug hat den Regelbereich erreicht und jetzt sieht man am Ausschlag vom Zeiger, wie das Ventil wieder taktet, auf und zu macht in dem jeweiligen Regelbereich zwischen 2 und 4 Grad Toleranz. So, das war es jetzt im Prinzip schon wieder hier zum Überprüfen der Taktung, der Ansteuerung vom Mono oder auch vom Duo-Ventil. Hier jetzt gezeigt am 107er, was natürlich auch die Anwendung findet beim 126er, der die gleiche Technik verbaut hat, oder beim 123er, wenn man den damals mit Klimaautomatik bestellt hat, hat er das auch schon drin, dieses Bosch Mono- oder Duo-Ventil, je nachdem. Und für die BMW-Fahrer beim E38 hat man dieses System auch verbaut. Was natürlich diese Prüfmethode mir nicht zeigen kann, ist, ob die Membrandichtung im Ventil noch in Ordnung ist oder nicht. Aber ich kann so die Fehlerquelle von vornherein ausschließen, indem ich erstmal schaue, ob dieses Ventil richtig angesteuert wird. Wenn natürlich das Ventil richtig angesteuert wird, das zeigt mir dann dieses Prüfgerät, und ich bei jeder Temperatur, die ich vorne einstelle, die ganze Zeit der Innenraum geheizt wird, dann kann ich davon ausgehen, dass die Membrandichtung im Ventil defekt ist, und dann muss ich das, wie vorher schon angesprochen, in den anderen Videos gezeigt, muss ich die Membrandichtung wechseln mit dem Reparatursatz und das Ganze wieder einbauen. So, im Anschluss kommt jetzt noch der Schaltplan hier von dem kleinen Prüfgerät, wie ich das Ganze zusammengebaut habe. Wenn ihr euch das selber nicht zutraut, so ein Prüfgerät selber zusammenzulöten, dann schreibt mir über diese eingeblendete E-Mail-Adresse, dann können wir uns darüber unterhalten. Dann baue ich euch so ein Prüfgerät zusammen und lasse euch das für ein paar Euro dann zukommen. So, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich habe jetzt wieder eine Auswertung gemacht über den Kanal und habe jetzt festgestellt, dass 85% meiner Zuschauer überhaupt kein Abo über diesen Kanal hat. Das geht natürlich so gar nicht, also drückt bitte, wenn es euch gefallen hat, auf die Abonnierfläche, am besten nur auf die Glocke, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online gestellt wird, und dann verpasst ihr auch keinen Content, der hier auf dem Kanal vorgestellt wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, und dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dann, macht's gut. Ciao.